dann bin ich nach Dortmund gewechselt. Ich habe mit dem Rauball auf dem Bierdeckel unterschrieben. Der Fußball lässt ihn auch mit 63 nicht los. Vor 30 Jahren hat Bernd Klotz seine aktive Karriere beim damaligen Zweitligisten Fortuna Köln aufgrund anhaltender Kniebeschwerden beendet. Seit kurzem sieht man ihn wieder häufiger in der Kölner Südstadt. Irgendwann kam dann der Anruf, ob ich für Fortuna Köln in der Jugendabteilung, die sind aufgestiegen, die U17 in die Bundesliga, die U19 in der Bundesliga. Und da haben wir natürlich ein anspruchsvolles Denken dann auch. Und da wollten sie halt so ein bisschen, dass vielleicht ich beratend und sportliche Leitung vielleicht einen Einfluss nehmen kann, um das zu halten und vielleicht noch ein bisschen auszubessern. Mit seinem Namen wird der Fortuna-Nachwuchs nicht viel anfangen können. Wer aber im World Wide Web auf Spurensuche geht, entdeckt einen der kopfballstärksten Mittelstürmer der Bundesliga-Historie. Und das ist kein Zufall. Mein Vater hat mir in der Scheune einen Haken oben am Balken gemacht und hat mir so ein Professorium als Pendelball zusammengebaut. Und da bin ich öfter mittags in die Scheune und habe mein Kopfballspiel trainiert, ne? Mit einem Pendelball. Und da habe ich immer wieder ständig daran geübt. Und das hat mich also wirklich sowas von stark gemacht für Flugbälle, Berechnung, Sprungkraft. Und dementsprechend war ich so kopfballstark, wie ich war. Tore wie diese waren sein Markenzeichen. Und natürlich hat auch er einen persönlichen Favoriten. Das war das gegen Bayern München. Da haben wir zu Hause vor 54.000 natürlich gespielt. Und dann haben wir natürlich gegen Bayern München 2-0 gewonnen. Und da habe ich das 1-0 gemacht durch Flanke von Meinolf Koch. Hänge ich über dem Augenthaler und habe den irgendwie, als ob er gar nicht da wäre, habe ich den dann übersprungen und habe den Ball ins Tor geköpft zum 1-0. Bis zum Sommer 1981 hatte der damals 22-jährige Schwabe mit seiner Wucht und Dynamik und seinen Toren beim VfB Stuttgart für Aufmerksamkeit gesorgt. Dann kam ein Anruf von Branko Cebec, der nach Dortmund ging. Und der war bekannt als harter Hund und als Top-Weltklasse-Trainer. Und dementsprechend war ich schon so begeistert, dass so ein Mann mich haben will in jungen Jahren. Dann haben wir uns unterhalten, der Cebec und ich. Und ich war dann schon so angetan und begeistert. Dann bin ich nach Dortmund gewechselt. Ich habe mit dem Rauball auf dem Bierdeckel unterschrieben. Von Beginn an bildet er mit Manni Burgsmüller ein kongeniales Angriffsduo. Der Manni Burgsmüller, also es war wirklich klasse, den überhaupt kennenzulernen. Das war ein Schlitzohr. Wir haben uns super gut ergänzt. Ich war so ein bisschen der Brecher vorne, aber er war immer so schlitzohrig und hat sich da rumgeschlichen und hat dann abgestaubt. Manni war einfach ein Typ und das war echt auch für mich eine Bereicherung meines Lebens. Seine erste Saison in Dortmund endet mit Rang 6 und dem Einzug in den UEFA-Pokal. Wir hatten mit dem Branko eigentlich den besten Trainer der Welt, sage ich. Der Branko hat zu der Zeit, 81, die Manndeckung und wie es damals gespielt wurde, absolut umgestellt. Super intelligent gespielt. Und das hat er so ins Detail uns beigebracht, dass wir fast in der Rückrunde im Schlaf gespielt haben. Wir wussten genau, was kommt, ne? Und dadurch haben wir nur 3 Punkte verloren in der Rückrunde und sind in den UEFA Cup reingekommen. Und verschiedene Leute waren sich einig, Branko noch ein Jahr hier, wären wir damals schon Deutscher Meister geworden. Aber Cebec bleibt nur eine Saison. Bernd Klotz erlebt in seinen 3 Jahren beim BVB eine unglaubliche Fluktuation. Ich fange an. Branko Cebec, Kalle Feldkamp, Tippenhauer, übergangsweise Konietzka, Maslow, Horst Franz, Saftig, Ribbeck, vielleicht Helmut Witte mal zwischendurch, alle 9. Und 5 Vorstände. Seine Leistungen beeinflusst das nicht. In der Saison 82/83 schnürt er als Joker gegen Bielefeld einen Dreierpack. Und die Saison 83/84 beschließt er mit 9 Saisontoren als treffsicherster BVB-Torjäger. In der Folgesaison wechselt er zum damaligen Bundesligisten Waldhof Mannheim, später zu Fortuna Düsseldorf, bevor er sein Profidasein bei Fortuna Köln ausklingen lässt
und sich anschließend eine zweite Karriere aufbaut. Ich bin Bauspar- und Immobilienfinanzierer. Ich arbeite schon 28 Jahre hier und ich finanziere Immobilien. Wenn Sie jetzt eine Wohnung kaufen, dann bin ich der richtige Ansprechpartner und dann kann ich Ihnen die Finanzierung klar machen. Wenn das nicht zu seiner schwäbischen Herkunft passt. Nicht das Einzige, was schwäbisch an ihm geblieben ist. Spätzle. Ich esse gerne Spätzle mit Soße. Ne? Und ja gut, die Sprache natürlich etwas. Aber ansonsten, ja, ich bin 81 hier nach Dortmund gekommen. Dann bin ich 88 nach Düsseldorf und seither lebe ich hier im Westen. Bernd Klotz, im Wesen ein Schwabe, im Herzen ein Schwarz-Gelber. Für Dortmund habe ich so gern gespielt und die Zeit in Dortmund war auch eine meiner erfolgreichsten und besten Zeiten. In Stuttgart bin ich groß geworden, von der Jugend raus in die erste Mannschaft. Aber die meisten Spiele und die erfolgreichsten Spiele habe ich mit Dortmund gemacht. Und ich gucke immer gern wieder nach Dortmund zurück und würde auch mal gern wieder ins Stadion gehen.